Ortungstest. Mitte, halb links, links, halb links, Mitte, halb rechts, rechts, halb rechts und wieder Mitte. Und da sind wir auch schon beim Problem. Wo kommen wir her? Die Frage nach dem Ursprung des Universums beschäftigt die Menschheit, seit sie denken kann. Dass das schon eine Weile her ist, 13,7 Milliarden Jahre, macht die Suche nach der Antwort kaum einfacher. Wir werden sehen, wie die Wissenschaft sich mit modernster Technik auf die Reise zum Ursprung der Welt macht. Dreh- und Angelpunkt dieser unvorstellbar weiten Reise sind unsichtbar winzige Teilchen, die dennoch das große Rätsel unserer Existenz lösen könnten: Antimaterie. Das Institut für Physik der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Von hier aus arbeiten die rheinland-pfälzischen Experten für Teilchenphysik mit Fachkollegen aus der ganzen Welt zusammen. Ihre spezielle Mission ist die Erforschung von Antiwasserstoffteilchen. Dr. Andreas Müllers ist einer der Mainzer Wissenschaftler. Was ihn an seiner Arbeit täglich fasziniert, ist die schlichte Tatsache, dass wir Menschen überhaupt existieren. Denn würden sich Materie und Antimaterie an die Regeln der Physik halten, so wie wir sie verstehen, dann dürfte eigentlich nichts und niemand existieren. Materie und Antimaterie hat die interessante Eigenschaft, dass sich ein Teilchen Antimaterie mit seinem zugehörigen Materieteilchen komplett zu Energie vernichten, wenn sie aufeinandertreffen. Der umgekehrte Prozess ist das, was beim Urknall passiert sein muss. Aus reiner Energie müssen sowohl Materie als auch Antimaterie entstanden sein, und das in gleichen Mengen, zur großen Irritation der Physiker. Wir müssten eigentlich ein komplettes Universum aus Antimaterie irgendwo sehen. Oder wenn es sich wieder mit der Materie vernichtet hätte, dann dürfte eigentlich gar nichts existieren. Weder unsere Sonne, unser Planet noch wir. Antimaterie ist bildlich gesprochen das Spiegelbild von Materie. Sie unterscheiden sich in erster Linie durch ihre elektrische Ladung. Ein Atomkern normaler Materie ist positiv geladen, das Elektron negativ. Demgegenüber stehen das negativ geladene Antiproton und das positiv geladene Antielektron. Dr. Andreas Müllers ist schon zu Promotionszeiten sehr tief in seine Materie eingetaucht, bei der Europäischen Organisation für Kernforschung in Genf, besser bekannt als CERN. Dort steht die derzeit einzige Quelle für niederenergetische Antiprotonen in der Welt. Und wir arbeiten im Rahmen dieser Kollaboration daran, an dieser Antiprotonenquelle Antiwasserstoffatome künstlich herzustellen und einzufangen. Doch die künstlichen Antiteilchen bewegen sich nach ihrer Erzeugung beinahe mit Lichtgeschwindigkeit. Die schwierige Aufgabe der Physiker in Mainz besteht darin, sie so stark abzubremsen, dass sie überhaupt vermessen werden können. Dies soll mit der Methode der Laserkühlung gelingen. Unsere spezielle Aufgabe hier an der Uni Mainz im Rahmen dieser Forschungsgruppe ist es, ein Lasersystem zu entwickeln, mit dem sich Antiwasserstoffatome auf sehr tiefe Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt runterkühlen lassen. Durch etliche Linsen und Spiegel werden 3 Laser im blauen, grünen und violetten Bereich zu einem Strahl konvertiert und gebündelt. Erst dann hat dieser Laserstrahl die richtige Wellenlänge und kann so bremsende Impulse auf die rasenden Antiteilchen übertragen. Die Laserkühlung der Mainzer Physiker könnte der Schlüssel zu völlig neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen sein. Wenn sie gelingt, versprechen sich Müllers und seine Kollegen den nächsten entscheidenden Schritt auf der Suche nach der Antwort auf die große Frage nach dem Ursprung des Universums.
so? Alles klar. Okay. Vielen Dank.